Die Ausgangslage war dieses Hanggrundstück, wo wir sowohl für das Carport als auch für das Haupthaus richtig viel Erdmasse abtragen und wegtransportieren mussten. Darauf folgend das Fundament und der dreistöckige Rohbau, der in den letzten Wochen mit dem Dachstuhl seinen Hut aufgesetzt bekommen hat. Ich darf euch zum 26. Baustellen-Update meines Hausbaus der Sonnleitenresidenz hier in Bad Gäusern begrüßen. Ihr seht die Sonnleitenresidenz hinter mir. Fast komplett, sage ich mal, da seht ihr ja noch mal die Rückwand des Carports. Wenn ihr ganz am Anfang dabei wart, ihr wisst, wie es ausschaut. Das wird nächstes Jahr dann angegriffen, aber gehen wir runter, dann schauen wir uns den jetzigen Stand der Dinge an. Dadurch, dass es sich hierbei natürlich um ein Hanghaus handelt, ist vor allem jetzt durch den letzten Schritt, also den Dachstuhl, der jetzt drauf gekommen ist, alles noch mal deutlich mehr gedrückt worden. Also wenn ihr das von hier anschaut und links jetzt hier die zweite Fensterreihe, also das erste Untergeschoss, das werdet ihr dann gar nicht mehr sehen. Da kommt ihr dann ein Geländer her, das heißt, ihr seht wirklich nur das oberste Stockwerk. So ein richtiges Bungalow-Feeling eigentlich, obwohl das Haus von unten natürlich ganz anders ausschaut. Aber das ist eben das Spannende hier beim Hang und deswegen bewegen wir uns mal hierher. Und da, wo jetzt auch mein Auto steht, seht ihr diese gigantische Fläche, die jetzt mittlerweile da ist. Aus den letzten Videos werdet ihr noch gesehen haben, da haben wir noch eine Frage beantwortet, die auf Instagram, glaube ich, ist sie gekommen. Und da ist noch der Baustellencontainer, der Mannschaftscontainer der Firma Brandl hier gestanden. Der ist jetzt vor ein paar Tagen weggekommen, kann ich euch gerne einblenden, haben wir natürlich mit der Zeitrafferfunktion der Reolink-Kamera da drüben, die wir ja schon mal eingebaut haben, aufgezeichnet. Und da kommen wir direkt zu unserem Kooperationspartner. Ihr kennt es, Reolink, eine wunderbare Firma, wenn es ums Thema Überwachungskameras geht, die auch gleichzeitig Zeitrafferfunktionen haben. Wir dürfen euch heute nämlich ein spezielles Modell vorstellen, das neu bei Ihnen im Sortiment ist, nämlich die Argus 4 Pro. Diese nimmt in 4K 8 Megapixel auf und hat ein ganz anderes Format als wie zum Beispiel die anderen beiden, die wir euch gezeigt haben. Die hat nämlich 5120 x 1440. Was ist es genau? Eigentlich ist es 2x16:9 aneinandergereiht. Ihr seht es in der Kamera. Das sind zwei Linsen, eine eher nach links, eine eher nach rechts ausgerichtet. Und gemeinsam ergibt es hier diesen wirklich 180 Grad Sichtbereich, den ich auch immer bei der Terrasse vorne beim Haus anschneide. Wir haben mittlerweile Herbst, das bedeutet, es ist auch der Black Friday nicht mehr lange weg. Schaut bei Reolink vorbei, unten ist der Link. Es gibt wilde Rabattaktionen jetzt natürlich auch zu dieser Zeit. Zahlt sich auf jeden Fall aus, da reinzuschauen. Ich darf euch jetzt hangseits begrüßen, genau vis-à-vis vom Haupteingang des zukünftigen Hauses. Das letzte Mal ist ein Kommentar gekommen, ich habe es ja schon mal angeschnitten, aber das denken sich sicher viele, wenn sie das sehen. Der Eingangsbereich hier, der schaut eher ein bisschen kahl aus, dadurch, dass keine Fenster da sind. Wiederum die andere Seite, also die Talseite, ist extrem schön geworden. Deswegen hier meine Begründung, warum das so geworden ist, wie es geworden ist. Ihr könnt mittig oder fast mittig, sagen wir, oder mittig ausgerichtet den Haupteingang sehen. Da sind links und rechts keine Fenster positioniert, weil an der Stelle befindet sich die Toilette und das Badezimmer und an der Stelle ist ein Teil vom Stiegenhaus und auch schon wieder das Schlafzimmer. Wenn man da jetzt ein Fenster drinnen hätte und vis-à-vis davon die Autos quasi einpacken, auspacken, wenn man eben ankommt, abends auch später, dann würde man hier das Licht der Autos direkt im Schlafzimmer, im Badezimmer oder im Stiegenhaus haben. Wobei das Stiegenhaus würde sich nicht ganz ausgehen, weil eben hier der ganze große Bereich deutlich großzügig ausgefallen ist. Dann würde das Fenster sehr weit hier neben den Eingang quasi so kleben, mehr oder weniger. Deswegen habe ich das komplett vermieden und habe geschaut, dass ich da keine Fenster positioniere. Da kommt aber jetzt noch einiges dazu, nämlich das alles wird auf einen Sockel gestellt. Da wird nochmal ungefähr 15-20 cm ein Sockel hierher kommen, der geht ungefähr 1,5 Meter vom Mauerwerk quasi weg und geht dann hier vom Ende des Daches auch nochmal 1,5 Meter ungefähr rüber. Da kommt dann jeweils eine Pflanze hin, ist wieder entweder eine Duje oder sowas in die Richtung, am besten immer grün, vielleicht auch für Weihnachten, dass man es hier auch schon beleuchten kann zum Beispiel. Das heißt, das alles wird noch viel mehr Raum in Anspruch nehmen. Und verwechselt es bitte auch nicht, diese Seite wird nicht komplett in einer Optik ausgeführt. Genau hier, wo man auch das Ende der Betonmauer sieht, wird alles verputzt. Das heißt, da kommt die Isolierung drauf,
da kommt der Putz drauf, da kommt die Hausfarbe drauf, da kommt auch eine Faschen drauf und genau von da weg wechselt es dann auf die Lärchenholzschalung. Wie ihr wisst, hier wird das meiste, sage ich mal, außen in Lärche ausgeführt und deswegen haben wir da auch nochmal, also diese Wand, die jetzt vielleicht groß wirkt, wird nochmal schön separiert. Hier in dem Fall ist der Putz natürlich höher, wir sind natürlich hier ein bisschen im Hang und da drüben ist der Putzanteil ein bisschen weniger im Verhältnis zum Anteil vom Lärchenholz. Aber so nimmt hier quasi dieser Raum dann den Platz ein und so ist das aufgeteilt. Ihr habt es jetzt aber schon gesehen, ihr schaut jetzt schon eine Zeit lang auch hier hinten auf den Bereich. Ich darf euch diesen wunderschönen Eingang vorstellen. Einen doppelten Windladen mit einer wieder speziell hier für diesen Bereich ausgesuchten Schnitzung. Das habe ich wirklich vor Ort entschieden. Ich war gar nicht so anspruchsvoll, muss ich ehrlich sagen. Mir war nur wichtig, dass es eben dazu passt und grundsätzlich einfach fein ausschaut. Ihr seht auch hier bei den Windläden an den Ecken nochmal diese Hohlkelle, die auch genau gleich ist wie auch bei den Sparren des gesamten Hauses. Und es sind auch die Hängbretter positioniert worden mit dem Logo der Sonnleiten-Residenz. Sowohl der Windladen als auch die Hängebretter, beide in Lärche. So ist jetzt mal der Herausstand der Dinge. Ihr seht auch die Kupferdachrinne. Blenden wir euch gerne ein paar Detailaufnahmen ein. Ich würde sagen, wir schauen rein. Die Woche war meinerseits geprägt von Terminen mit dem Installateur bezüglich vor allem Wasserleitungen und auch mit dem Elektriker. Wir werden hier zum Beispiel alles mit Bewegungsmelder schalten. Wenn man dann eben hier beim Haupteingang reinkommt oder auch bei einer Wohnungstür rausgeht, dann ist alles schön beleuchtet. Diese mittig hier über dem Auge platzierte Pendelleuchte. Hier oben bei euch kommen 2 Wandlampen her. Hier kommen auch 2 Wandlampen her. Darunter sind wiederum in den Podesten bzw. in den Decken, in den Zwischendecken des Hauses jeweils die Spots schon eingebaut. Das heißt, da kommen wieder Spots hin und so wechselt sich das quasi hier im Stiegenhaus ab. Da ist es noch relativ einfach das Ganze, weil es noch keine indirekte Beleuchtung gibt. Ich muss euch leider enttäuschen, denn bei mir wird es kein X oder auch kein Smart Home. Ich bin ein Freund von einfachen Systemen, die dem Stand der Zeit auch standhalten, sage ich jetzt mal. Ich mag einfach, wenn man einen Schalter drückt und dann das Licht angeht. Und wenn man den Schalter nochmal drückt, das Licht wieder ausgeht. Nennt's mich gerne altmodisch, aber ich bin ein Freund von klaren Strukturen. Und genau das Gleiche ist natürlich überall durchgezogen worden. Wir versuchen die Schalter so gut wie möglich schlüssig zu positionieren und nicht zu viele. Wir haben grundsätzlich immer das Hauptlicht mit den Spots im Raum. Hier im Schlafzimmer zum Beispiel gibt es keine Pendelleuchte, die Spots an der Decke, die indirekte Beleuchtung, dann die separat geschalteten Nachttischlampen links und rechts vom Bett und von da, vom Bett aus, kann man dann quasi mehrere Dinge gleichzeitig machen, aber es ist überschaubar. Das wird grundsätzlich so strukturiert sein. Der erste Schalter ist nicht das Hauptlicht, sondern die LED-Beleuchtung im Raum. Dem geschuldet, dass ich hier vom Bett aus natürlich dann aufstehe oder schlafen gehe und dann möchte ich keine absolut grelle Beleuchtung, wie zum Beispiel mit Spots im Raum. Demher wird hier die indirekte Beleuchtung, das Nachttischkästchen und eben die Steckdose ihren Platz finden. Das heißt, sobald man dann aufgestanden ist, man möchte hier zum Beispiel mehr Licht zum Anziehen und auch zum Schauen, ob alles passt natürlich, dann hat man hier den Schalter, um dann wirklich auch das Hauptlicht einzuschalten. So ist der Stand der Dinge grundsätzlich und so ist das hier in allen Schlafzimmern dann auch geplant. Auch hier im Flur der Wohnung wird nirgends eine Pendelleuchte sein, das heißt, da gibt es dann grundsätzlich die Spots an der Decke, ich glaube um die 5 sind das dann, die ziehen sich hier lang, gehen dann auch hier rüber, da ist dann der letzte Spot. Diese Wand, quasi hier Richtung Stiegenhaus gerichtet, wird mit Altholz verkleidet, bis 2,40 Meter. Oben ist dann eine eingefräste Kante drin, wo die LED-Leuchte dann indirekt nach oben leuchtet. Und zusätzlich kommt auf diese Wand, die sieht man nämlich von überall, also auch hier vom Wohnzimmer, wo ihr jetzt steht. Da kommt links und rechts noch eine Wandlampe hin, denn mittig wird hier ein Gemälde dann platziert werden. Das ist so der Stand der Dinge. Da ist auch wieder das Gleiche. Jede Beleuchtung hat ihren eigenen Schalter und ist natürlich auch dimmbar. Das heißt, dann kann man sich das eigens einstellen, so wie man es einfach gerne hätte. Und jetzt stehen wir schon im Wohn-Ess-Bereich hier im Dachgeschoss in der obersten Wohnung. Was hat sich hier getan? Wenn ihr euch ein bisschen weiter nach rechts dreht, dann könnt ihr es vielleicht schon erahnen an den Boxen. Wir haben nämlich hier schon die
Dachplatten. Die Prefab-Platten sind es in dem Fall ein kleinteiliges Blechdach, mehr oder weniger, passt gut zur Struktur dazu, schaut auch deutlich traditioneller aus, ähnlicher, sage ich mal, wie zum Beispiel Ziegeldächer, also kleinformatiger, traditioneller, das war mir wichtig, deswegen ist auch hier dieses Format draufgekommen. Und da können wir euch auch schon was zeigen, denn die Dachdecker waren super fleißig, die haben mittlerweile die Regenrinnen an allen Seiten des Hauses platziert und gleichzeitig auch das Dach. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier raus, da haben wir schon mal einen guten Blick auf, ich sag mal, das Satteldach, das hier ein bisschen reinhängt und eben auch die Dachdeckung davon. Ein kleines Detail noch, bevor wir jetzt hochschauen. Ihr könnt auch hier wieder die Hängebretter sehen. Richtig fein, jeweils auf den Fetten, nenne ich es mal von der Wiederkehr, die eben hier oben beim First und auch da drüben angebracht worden sind. Und das ist jetzt das erste kleine Teil, das kleine Detail, was dann auch bleiben wird und was auch hier diese Aussicht dann wirklich für die nächsten, keine Ahnung wie lange das Haus steht, gebaut für die Ewigkeit, dann auch aussehen wird. Da kommt dann oben noch die Schnitzung rein bei diesem Dreieck, das Geländer noch dazu und dann hat man hier wirklich eine richtig schöne traditionelle Terrassen-Balkon-Situation. Aber wir verschwenden keine Zeit, rauf geht's aufs Dach. Auf dem Dach angekommen, seht ihr jetzt schon eine Hälfte der Wiederkehr, die mittlerweile schon gedeckt worden ist. Auch dazwischen die Übergänge, alles schon gemacht. Was fehlt da grundsätzlich noch? Ihr seht oben den Übergang zum First. Auch nächste Woche wird natürlich noch der Kamin verkleidet und auch da drüben fehlt noch ein bisschen was, das dann noch anschließend hier das Bild zumindest von dieser Seite dann vervollständigen wird. Gleichzeitig bei den Windläden wird natürlich das auch noch teilverblecht, sowohl auf dieser Südostseite, auf der Nordwestseite, aber auch hier bei der Wiederkehr raus wird genau das gleiche passieren. Auf dieser Seite kommen dann noch ein paar Entlüftungen auch hoch, insgesamt werden es 3 sein, Strangentlüftungen und auch natürlich Raumentlüftungen. Auf der anderen Seite sind es wiederum nur 2. Das heißt, hier mit der Wiederkehr sicher die aufwendigste Seite des Hauses. Wir werden quasi nächste Woche bestimmt die andere Seite fertig bekommen. Und dann ist das Dach auch schon fertig gedeckt. Also da läuft es wirklich problemlos dahin. Auch mit dem Wetter hatten wir riesen Glück dann, sind trotzdem fleißig gewesen. Wiederum habe ich einen Fehler gebaut. Ich habe richtig Scheiße gebaut und der kostet natürlich auch Geld. Da gehen wir aber am besten wieder rein zu dem Ort, wo es auch relevant ist. Ein kurzes räumliches Verständnis, wo befinden wir uns? Wir stehen im Badezimmer im ersten Untergeschoss. Die schauen grundsätzlich alle gleich aus, nur dass im zweiten Untergeschoss diese Öffnung, dieses Fenster nicht da ist, weil es ja natürlich unter der Erde ist. Aber da hat es mir jetzt einfach einen Fehler untergejubelt, ist komplett mir zuzuschreiben. Wie gesagt, ich habe da echt nicht dran gedacht, bin eigentlich davon ausgegangen, dass das funktioniert. Ihr steht jetzt nämlich original direkt hier in der Ecke der zukünftigen Sauna. Dürft ihr euch so vorstellen, von hier bis hier und hier noch rüber, da wird die Tür ihren Platz finden, das wird verglast und genau hier kommt die Bank hin. Das heißt, das ist die Sauna. Und die Fenster, die ich bestellt habe, sind genau die gleichen wie auch im Rest des Hauses. Das heißt, dreifach verglast, Alu-Kunststoff oder Kunststoff-Alu-Fenster mit Sprossen, genau gleich, auch mit den Fensterläden natürlich, damit das auch alles zusammenpasst. War ich dann gestern beim Saunabauer, der hat mich dann darauf hingewiesen, ob denn die Scheiben das auch aushalten. Ich natürlich keine Ahnung gehabt, habe dann nochmal angerufen beim Baustoffhändler meines Vertrauens, beim Wirt Hohenburger, und dann hat schon geheißen, okay, die Scheibe wird diese 90 Grad in der Sauna nicht aushalten können. Da braucht man eine bessere Scheibe. Und es ist auch natürlich empfehlenswert, die Holzvariante zu wählen, also Aluholz und nicht Alu-Kunststoff.
weil das Kunststoff mit der Zeit sich ausdehnt, dann kann es mit der Zeit passieren, dass der Flügel nicht mehr aufgeht, dass er klemmt, dass man ihn nicht mehr kippen kann und so weiter. Das Glas sowieso, dass es mit der Zeit einfach springt, wegen dem großen Temperaturunterschied. Das heißt aber, meine Fenster kommen jetzt in den nächsten 1 bis 2 Wochen schon, sind wahrscheinlich schon auf Lager irgendwo in Deutschland bei Bayerwald und sind nur mehr kurz davor, eben geliefert zu werden. Das heißt, die kann ich auch nicht zurückschicken, mit denen kann ich nichts machen. Wenn ihr Interesse habt an den Fenstern, ich werde die, sobald ich sie habe, auf Willhaben reinstellen, sind genau gleich wie auch die anderen, das heißt, da kann ich gute Fotos machen und dann kann man sich ein gutes Bild davon machen, was man sich kauft, und die werde ich verkaufen müssen. Es sind um die 3.100 € brutto, die sie mir kosten, die ich wirklich verblasen habe, die ich nicht nutzen kann. Jetzt habe ich mir nochmal neue Fenster heute bestellt und werden dann in diesem Raum, anders als zum Beispiel in den anderen, auf der Innenseite Echtholz und zwar Tanne sein, also helles Holz, weil natürlich die Sauna auch, also die Bänke zumindest, helles Holz haben wird. Und dann passt es einfach schöner zusammen. Deswegen sind es jetzt 2 Fenster. Ich bin froh, dass das untere Stockwerk kein Fenster hat, dann müsste ich 3 bestellen. Von dem her, ja, wie gesagt, ich werde euch auf Instagram, folgt uns gern, wenn ihr uns noch nicht folgt, das reinstellen. Wenn es dann zum Kauf angeboten wird, bekommt ihr einen super Preis bei mir. Hinter mir seht ihr jetzt auch schon die zukünftige Position des Badezimmers. Ihr wisst ja jetzt, wo die Sauna ist. Vis-à-vis davon ist hier der Waschtisch. Da kommt ein Schrank hin, da kommt der 1,80 Meter breite Waschtisch hin mit den 2 Waschbecken, die werden jeweils in den Stein eingesetzt. Wird ein Steinwaschtisch, die obere Seite, eingesetztes Waschbecken, und diese Stemmungen sind für die Unterputzkörper der Wasserhähne quasi. Die sind jeweils von Hans Grohe. Ich kann euch das gerne einblenden, habe ich auch schon visualisiert bekommen oder das Produkt zugeschickt bekommen, so wie es eben ausschaut von meinem Installateur, werden in dem Fall aber nicht Bronze gebürstet, sondern Anthrazit gebürstet, weil ich nicht so viel Farbe hier im Badezimmer haben möchte. Von dem her, das wird noch ausgestemmt, wird hier eben den Wasserhahn haben, hier eben den Hebel, da wird sonst nichts hinkommen, wird extrem wunderbar, wird wunderbar zu reinigen sein, zu bedienen sein, wird ein sehr hochwertiges Gefühl sein, denn die Waschbecken oder die Waschtische in dem Badezimmer haben genau den gleichen Stein, wie es dann auch jeweils in der Wohnung die Küche sein wird. Und da wird immer ein anderer Stein gewählt. Das heißt, pro Wohnung eine ganz andere Steinvariation, Steinauswahl, die dann wirklich überall durchgezogen ist. Und da daneben kommt natürlich die gleiche Armatur her, wiederum die Dusche. Auch wieder Unterputzkörper, genau gleiches Finish, genau gleiche Marke wie auch eben da drüben, damit das alles schön zusammenpasst, mit einer schönen Regendusche. Und gleichzeitig kommt hier ein Nietzsche kommt hier hin. Kannst du dich noch erinnern? Wer einen Nietzsche kennt, das ist der österreichische Künstler, der mit dem Schweineblut ist es, glaube ich, malt. Ein Nietzsche kommt nicht hin, es kommt eine Nische hin. 60 cm wird sie breit, 1,20 Meter ist das Glaselement der bodentiefen Dusche hier in dem Fall. Das heißt, die kommt hierher, wird so ungefähr 40 cm hoch oder sowas, nur damit man eben Shampoos und so hinstellen kann. Ja, das hat sich soweit hier getan. Ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal raus. An der Stelle auch noch ein riesen Dankeschön an unseren Sponsorpartner für diese Baudokumentation, die Brandl Baufirma. Bis jetzt wirklich eine wunderbare Arbeit, und es kommen jetzt wieder ein paar Arbeiten natürlich auf uns zu. Die Zwischenwände, das Stemmen der Leitungen für den Installateur und so weiter. Und dann werden wir nächste Woche, nächstes Baustein-Update, teile ich dann mit euch den Zeitplan, wie es jetzt dann grundsätzlich bis Weihnachten zumindest mal ausschauen wird und wie wir das Jahr nochmal richtig stark beenden werden mit richtig viel Fortschritt. Bis dahin, macht's es gut. Schönen Sonntag. Baba.